In meiner Freizeit schraube ich gerne an alten Zweitaktmotoren. Und manchmal nehme ich sie auch komplett auseinander, um sie zu überholen. Heute möchte ich entscheiden, welches Dichtmittel ich dafür verwende, und darüber gebe ich hier öffentlich meinen Senf ab. Dieses Video enthält Werbung. In der Videobeschreibung findet ihr Links, über die ihr die gezeigten Dichtmittel kaufen könnt. Wenn ihr diese benutzt, bekomme ich eine kleine Provision. Übrigens, wenn euch dieses Video sehr gut gefällt, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei, Running Torchlight. Dort habe ich noch viele andere Videos über MZ. Und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst mir am besten noch ein Abo da. In den letzten Jahren habe ich schon mehrere Zweitaktmotoren überholt. Dabei habe ich immer das Dichtmittel verwendet, das mir gerade gelegen kam. Entweder wurde es mir praktischerweise in den Online-Shops mit den Teilen zusammen angeboten oder ich folgte Empfehlungen, die mir verlässlich erschienen. Aber diesmal möchte ich der Sache etwas mehr auf den Grund gehen und für mich entscheiden, welches Dichtmittel für meine Anwendung das Beste ist. Dabei möchte ich die Sache von der praktischen Seite her angehen. Ich habe mir selbst 3 Dichtmittel gekauft, die in Frage kommen. Und mit denen mache ich jetzt einen Probeverbau. Ich fange mit Hylomar an. Damit habe ich bereits gearbeitet und bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Der Auftrag funktioniert ganz gut, die Raupe lässt sich leicht ziehen. Als nächstes verwende ich Dirco. Auch damit habe ich bereits 2 Motorüberholungen gemacht und bis jetzt kann ich darüber nichts Negatives berichten. Dirco HT gibt es in Rot und in Schwarz, aber das ist für diesen Test hier nicht relevant, denn die Eigenschaften sind annähernd gleich. Dirco kommt nicht ganz so leicht aus der Tube raus wie das Hylomar. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass ich den Dosierer vorne etwas anders abgeschnitten habe. Insgesamt lässt sich auch Dirco sehr gut auftragen. Aber warum schaue ich eigentlich darauf? Nun, bei einer Motorüberholung beim Zweitakter kommt es oft auf das Timing drauf an. Es muss manchmal etwas schneller gehen, weil ich mit Temperaturen arbeite. Wenn der Auftrag der Dichtmasse zu lange dauert, verliere ich die Temperatur, um hinterher noch ein Lager einzusetzen. Die angebrochenen Tuben verschließe ich fest mit den Verschlusskappen, damit sie bei der Lagerung nicht von selbst aushärten. Als drittes versuche ich ein Dichtmittel, das ich bis jetzt noch nie ausprobiert hatte. Es ist L-Lig 74 von Elring. Darauf gebracht hat mich Elring selbst. In einem anderen YouTube-Video über Dichtmassen haben sie dieses Dichtmittel empfohlen. L-Lig ist mit Abstand das flüssigste Dichtmittel in diesem Test. Es lässt sich quasi mit einer Hand frei auftragen. Und aus diesem Grund benutze ich es gerade auch noch für die restliche Dichtfläche an diesem Motorgehäuse. Nun komme ich zu einer Besonderheit von Hylomar. Hylomar braucht eine Ablüftzeit von mindestens 10 Minuten. In dieser Zeit verdunstet ein Lösemittel. Dies könnte man als Nachteil sehen, aber in meinen Augen ist es ein Vorteil. Denn nach dieser Abluftzeit ist Hylomar annähernd egal, was noch passiert. Ich könnte den Motor erst in Tagen oder Wochen zusammenbauen, denn Hylomar ist nach dieser Abluftzeit einfach stabil über den gesamten vorgesehenen Temperaturbereich. Mit Dirco könnte man das so nicht tun.
Bereits nach 10 Minuten bildet Dirko eine Haut und über die nächsten Stunden vernetzt es bei Raumtemperatur komplett. Kommen wir zur Wertung in der Kategorie Auftrag. Alle 3 Dichtmittel lassen sich sehr gut auftragen. Hier kann ich keinen Gewinner ausmachen. Die alles entscheidende Frage bei einem Dichtmittel ist natürlich am Ende: Macht es wirklich dicht? Das kann ich in diesem Video natürlich nicht abschließend beurteilen, denn das hier ist nur ein Probeverbau. Ein gutes Indiz dafür, dass es dicht sein wird, ist jedoch, dass außen durchgängig etwas von dem Dichtmittel austritt. Zu viel sollte aber auch nicht austreten, denn das bedeutet, dass man sowohl außen als auch innen im Motor Reste der Dichtung herumschwirren hat. 2 Tage nach dem Zusammenbau nehme ich den Motor wieder auseinander. Vorher schaue ich mir den Austritt genauer an. Dirko ist komplett vernetzt und trocken. Gleiches gilt im Grunde für Hylomar. Überraschend ist, dass L-Lig nicht ausgehärtet ist. Was auch immer das für die Dichtwirkung bedeutet, es heißt, dass man das Gehäuse auch noch Tage nach dem Zusammenbau äußerlich sehr gut reinigen kann. Dichtmassen wie L-Lig und Dirko haben offensichtlich auch eine leicht klebende Wirkung. Trotzdem sind die Gehäusehälften nicht unlösbar miteinander verbunden. Jetzt zeigen sich deutliche Unterschiede der 3 Dichtmassen. Dirko hat einen schönen, deutlichen roten Dichtfilm hinterlassen, aber nur auf einer Seite. Der blaue Schimmer von Hylomar dagegen ist durchgängig auf beiden Hälften zu sehen. Und schließlich der Dichtfilm von L-Lig. Er ist zerbröselt und findet sich verteilt auf der linken oder auf der rechten Gehäusehälfte. Das Dichtmittel zwischen den Flächen ist komplett ausgehärtet. Alles, was darüber hinaus rausgequollen war, ist weiterhin flüssig und lässt sich abwischen. Wir können hier also nun die komplett unterschiedlichen Charaktereigenschaften dieser 3 Dichtmittel sehen. Hylomar ist dauerplastisch. Das bedeutet, es wird nicht fest, es wird auch nicht wie Gummi, es ist eher wie ein alter, klebriger Kaugummi. Den möchte man nirgendwo kleben haben, außer zwischen Dichtflächen, da ist es meiner Meinung nach genau richtig. Und dieses Mittel ist temperaturbeständig bis 250 Grad. Dirko dagegen fühlt sich eher an wie ein Radiergummi. Es ist dauerelastisch und basiert auf Silikon. Es ist temperaturbeständig bis 300 Grad. Vollkommen anders als die anderen beiden Dichtmittel verhält sich L-Lig 74. Es ist aushärtend und erinnert mich irgendwie an Nagellack. Es härtet jedoch nur unter Luftabschluss. Wie ihr gesehen habt, wird es an Luft überhaupt nicht fest. Ich habe also grundsätzlich keinen Zweifel daran, dass jedes dieser 3 Dichtmittel nach dem Zusammenbau das Gehäuse dicht macht. Trotzdem kann ich jetzt schon sagen, dass ich es vorziehe, ein dauerelastisches oder dauerplastisches Dichtmittel zu verwenden gegenüber einem aushärtenden. Und warum das so ist, kann ich mit einer kleinen Geschichte erklären. Als ich vor ungefähr 5 Jahren meinen ersten Motor überholt hatte für die MZ ES 150, habe ich eine erste Ausfahrt gemacht. Das Motorrad lief super. An einem schönen Aussichtspunkt machte ich dann eine Pause. Und als ich zurückkam, musste ich leider feststellen, dass unter dem Motor eine kleine Pfütze war. Na toll, dachte ich mir. Mission gescheitert, das Getriebe ist undicht. Wieder zu Hause habe ich mir die Sache genauer angeguckt und musste feststellen, dass einige Schrauben nicht ganz fest angezogen waren. Das holte ich dann nach. Und siehe da, das Gehäuse war dicht. So tolerant ist Hylomar, weil es einen Dichtfilm auf beiden Gehäusehälften hat. Ich glaube auch, dass Dirko das machen würde. Aber ich glaube nicht, dass L-Lig das auch schafft.
Alle funktionalen Themen haben wir nun eigentlich abgefrühstückt. Um mein Gehäuse für den tatsächlichen Zusammenbau wieder bereit zu machen, muss ich nun die Teile reinigen. Und das ist auch ein Kriterium, nach dem man Dichtmittel auswählen kann. Zuerst versuche ich es mit Bremsenreiniger. Ich muss sagen, Dirco spricht darauf sehr gut an. Im Grunde kann man Dirco auch trocken sehr gut entfernen, wie ihr vorher schon gesehen habt. Hylomar sträubt sich noch etwas. Es braucht schon deutlichen Krafteinsatz, um Hylomar mit Bremsenreiniger zu entfernen. Ellig 74 zeigt sich dagegen vollkommen unbeeindruckt. Da sich die Sache etwas lang zieht, denke ich auch an den Schutz meiner Hände. Schließlich greife ich zu härteren Mitteln, nämlich Nitro. Gegen Nitro hat Hylomar schließlich nichts mehr entgegenzusetzen. Aber Ellig ist immer noch komplett resistent, darum muss ich zum letzten Mittel greifen. Mit einem scharfen Werkzeug wie dem Flachschaber lassen sich hartnäckige Reste sicherlich sehr gut entfernen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass man dem weichen Aluminium Kratzer und Scharten zufügt. Darum habe ich schnell zu etwas anderem gegriffen, nämlich zu Schaschlikspießen aus Holz. Damit ließ sich Ellig schließlich restlos entfernen, ohne Spuren am Gehäuse zu hinterlassen. Diese Kategorie hat Dirco klar für sich entschieden. Es lässt sich sowohl trocken als auch feucht sehr leicht entfernen. Hylomar und Ellig machen einem da mehr Sorgen. Somit sollte der Gewinner jetzt feststehen. Auch eine Umfrage auf meinem Kanal ergab, dass die meisten meiner Zuseher Dirco favorisieren. Also wird es Zeit, den Gewinner zu küren. Aber Moment mal, habe ich hier nicht ein wichtiges Kriterium vergessen? Wofür sich ein Dichtmittel eignet oder auch nicht eignet, steht in der Regel in den Datenblättern des Herstellers. Im Datenblatt von Dirco HT steht, dass es resistent ist gegen Mineralöle und synthetische Öle. Aber was ist mit ganz normalem Benzin? Das finde ich nicht im Datenblatt. Darum probiere ich das jetzt einfach mal aus und werfe einen Dirco-Pfropfen in Reinigungsbenzin rein. In ungefähr 3 Stunden dehnte sich Dirco in meinem Reagenzgläschen aus um schätzungsweise 50%. Innerhalb von ungefähr 2 Stunden zog es sich auch wieder um diesen Betrag zusammen. Dirco löst sie also in Benzinumgebung nicht unbedingt auf, aber es reagiert doch recht stark. Und was passiert mit einem dünnen Dichtfilm, der sich abwechselnd ausdehnt und wieder zusammenzieht? Das überlasse ich eurer Fantasie. Hylomar zeigte sich dagegen vom Benzin gänzlich unbeeindruckt. Und zu guter Letzt, Ellig färbte das Benzin etwas ein, aber schien dann doch abzubinden. An dieser Stelle erweitere ich also meine Wertung und komme zu einem neuen Ergebnis. Hylomar ist nun mein alter und neuer Favorit. Alles in allem bin ich aber zu der Überzeugung gekommen, dass es nicht ein Dichtmittel gibt, das für alle Anwendungen geeignet ist, sondern dass die Anwendung über die Eignung des Dichtmittels entscheidet. Darum ist diese Wertung hier auch nur exemplarisch für meinen Fall zu sehen. Für Zweitaktmotoren setze ich also in Zukunft wieder auf Hylomar. Dass Hylomar in Kommentaren oft schlecht gemacht wird, liegt möglicherweise daran, dass seine Stärken nicht verstanden werden. Bei meinem kommenden Motorzusammenbau werde ich die Stärken von Hylomar gezielt so nutzen, dass auch den letzten Kritikern die Argumente ausgehen werden. Doch mehr davon, wenn ihr mich wiederseht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht.